Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Erschrecken Sie solche Bilder eigentlich noch? Doch wohl nicht mehr. Da verdorrt ja nur die Ernte, da gehen ja nur die Wälder drauf, da wird nur der Rhein zum Rinnsal und da versinken ja bloß Städte. Daran haben wir uns doch offenbar längst gewöhnt. Es passiert ja auch erst morgen und da sind halt die Kinder dran. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sollten uns weiter erschrecken und dann handeln, eben der Kinder wegen. Deshalb auch unser erstes Thema, Wetterbericht. Was ist wirklich bei der Klimakonferenz herausgekommen? Dazu ein Interview mit Professor Hans-Peter Dürr. Die anderen Themen: Risse über die Spannungen im deutsch-russischen Verhältnis und Klingelbeutel, Privatfinanzierung für die Polizei. Das nächste Reiseziel der Damen und Herren von der Klimakonferenz, das steht seit heute fest und es klingt ganz verlockend. Im Oktober 1996 nämlich, da dürfen die Delegierten in Sachen Reden über drohende Katastrophen, das haben sie ja in Berlin reichlich geübt, nach Montevideo fahren. Um alle anderen Entscheidungen wurde heute in Berlin bis zum Erbarmen gerungen, um diese nicht. Gute Reise. Horst Hanow nimmt die Ergebnisse der Klimakonferenz unter die Lupe. Mit dem Aufruf Handeln statt Reden protestierten ein paar hundert junge Leute vor dem Tagungsort. In Rio waren Visionäre am Werk, hier waren es Klempner. So ließen sich die Umweltverbände vernehmen. Thank you very much. Als Angela Merkel, Präsidentin der Konferenz, den Text verlesen hatte, gab es Beifall. Damit war der Kompromiss angenommen. Dieses Verfahren heißt Konsens. Auf einen Abstimmungsmodus mit einfacher 2/3 oder anderen Mehrheiten hatte sich die Konferenz nicht einigen können. Das heißt, man musste sich im Vorfeld einig werden, wie auf dieser letzten Ministerkonferenz heute Nacht. Heraus kam so der größte gemeinsame Nenner. Man fand einen Kompromiss, aber eine bindende Verpflichtung der Staaten, die Treibhausgase nach einem bestimmten Zeitplan konkret zu verringern, wurde nicht erreicht. Der Bundeskanzler hatte das am Mittwoch noch in beschwörenden Worten angemahnt. Der heutige Kompromiss sagt nur, bis 1997 soll über Maßnahmen zur Begrenzung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes verhandelt werden und dann soll ein Beschluss gefasst werden. Die Amerikaner, hier der oberste Lobbyist der US-Ölindustrie, hatten sich lange geweigert, auch nur den Begriff Reduzierung zu akzeptieren. Heute sagte der Leiter der amerikanischen Delegation: Wir haben uns mit dieser Verpflichtung zu einer Reduktion von CO2 ein großes Stück bewegt. Doch wir meinen, dass es im Prozess des Klimaschutzes ganz wichtig war, diesen Schritt zu tun. Der Amerikaner brachte das Ganze dann auf den Punkt. Der Kompromiss, das sogenannte Berliner Mandat, sei flexibel formuliert und lasse unterschiedliche Interpretationen der Staaten zu. Und das sei üblich bei UNO-Beschlüssen. Als das Protokoll beschlossen war, gelang es einigen Demonstranten ins Plenum vorzustoßen. Auch sie forderten Handeln statt Reden. Eine rührende Aktion angesichts der Macht derer, die genau das verhindern oder zumindest hinauszögern wollen. Umfragen, meine Damen und Herren, haben erschreckende Ergebnisse zutage gefördert, wie wenig nämlich unsere Bevölkerung über die wirklichen Gefahren weiß. Und wie schlecht die Chancen für unser Klima stehen und wie heillos verfahren die Situation für unseren Planeten ist, das zeigt die Lage auf dem weltweiten Energiemarkt. Rolf Scheller. Armer Planet Erde. Täglich werden Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gepustet, Verbrennungsprodukte aus Öl, Erdgas und Kohle. Unersetzliche Rohstoffe verpuffen durch Schornsteine und Auspuffgase. Appelle, Energie zu sparen, fruchten wenig, eher schon Klimakatastrophen und Ressourcenknappheit. Dennoch, der Weltenergieverbrauch wächst und wächst. Beispiel Öl. Fast das gesamte Weltvorkommen liegt in den OPEC-Ländern, überwiegend in arabischen Staaten. Um weiter gute Geschäfte zu machen, blockieren sie zusammen mit den USA den Klimaschutz. Sie diktieren die Preise.
Was kümmert Sie schon der für viele Länder tödliche Treibhauseffekt? Folge: Anreize in alternative Energieträger zu investieren und da bleiben. Beispiel Erdgas. Immer mehr Industrieländer setzen auf diese Energiequelle, aber immer noch zu wenige. Weil bei seiner Verbrennung rund 1/3 weniger Kohlendioxid freigesetzt wird als beim Erdöl, boomt die Stromerzeugung auf Erdgasbasis. Doch die Erdgasvorräte sind begrenzt. Bleibt die Kohle, dieser fossile Rohstoff, der bei weitem am reichhaltigsten vorhanden ist. Hier lauert die größte Gefahr. Wird die Kohle, wie zu Beginn des Industriezeitalters, erneut zum wichtigsten Energieträger, wäre das wegen ihres großen Treibhauspotenzials eine Katastrophe für das Erdklima. Länder wie China, Indien und die Schwellenländer Südostasiens sind allein für 80% der Steigerung des Weltenergiebedarfs verantwortlich. China plant, seine Kohleförderung auf 1,4 Milliarden Tonnen im Jahr 2000 zu steigern. Zwischenbilanz: Selbst wenn die Industrieländer ihren verschwenderischen Umgang mit Energie drosseln, werden sie dem Rest der Welt kaum den Umgang mit natürlichen Ressourcen diktieren können. Also muss eine andere Lösung her, müssen Alternativen zu den fossilen Energieträgern geschaffen werden. Was ist mit der Kernenergie? Zwar erzeugen die rund 420 Atomkraftwerke weltweit fast 5% der Energie, doch die immensen Gefahren, die mit ihr verbunden sind, und die ungelösten Probleme der Endlagerung haben das Vertrauen in das Ansehen der Atomenergie erschüttert. Viele zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen haben zudem die Kosten des angeblich billigen Energieträgers in die Höhe getrieben. Bleibt der fromme Wunsch auf die Einführung der erneuerbaren Energieträger Wind und Sonne. Doch das Ergebnis wissenschaftlicher Studien ist frustrierend, denn weder Windkraft noch Sonnenenergie können jemals den zukünftigen Energiebedarf decken. So ist die Zukunft unseres Planeten abhängig von den Energiequellen von gestern. Wenn der Erde nicht der Atem genommen werden soll, muss die Politik handeln. Eiserne Sparmaßnahmen und die verbindliche CO2-Reduktion müssen durchgesetzt werden. Manchmal denke ich, wir stürzen ab. Aber da wir noch nicht unten aufgeschlagen sind, da meinen wir, es sei ja noch gar nichts passiert und freuen uns auch noch an der hohen Geschwindigkeit des freien Falls. Ist nicht von mir, der Mann, der das gesagt hat, ist nicht irgendwer. Es ist der Träger des alternativen Nobelpreises Hans-Peter Dürr. Er ist schon häufig durch ungewöhnliche Ideen und Strategien aufgefallen und er sitzt in unserem Münchner Studio. Herr Professor Dürr, Berlin ist ja nicht gerade eine Sternstunde der Hoffnung geworden. Was war der Hauptfehler? Es sitzen nicht die richtigen Leute am Tisch, aber es ist sehr schwer, auch die richtigen Leute am Tisch sitzen zu lassen, weil es eigentlich die zukünftigen Generationen sind. Wir sind auf zu kurzfristige Ziele hin orientiert. Man fragt sich, was tut der Wirtschaft gut, was bringt die Arbeitslosigkeit beiseite. Es sind die Ziele, die da sind, die alles bestimmen. Langfristig vergessen wir, dass wir ganz andere Dinge ins Visier bringen müssen. Aber das braucht Fantasie und das braucht auch Verständnis für die Prozesse, die in der Natur sich abspielen. Ja, aber woher kommt denn das, dass die Menschheit ganz offenbar auf ihren Untergang zusteuert, ohne wirklich Entscheidendes dagegen zu tun? Sie hat irgendwie den Eindruck, dass in Zukunft nur das passieren kann, was auch in der Vergangenheit passiert. Wir müssen begreifen, dass die Zukunft etwas ist, was wir gestalten können, dass wir auch angehen können auf eine andere Art und Weise als in der Vergangenheit. Ich verstehe nicht, dass wir nicht sozusagen unternehmungslustiger sind, dass wir die Probleme, die vor uns stehen, ins Auge fassen und fragen, was sind die Möglichkeiten, sie zu lösen, anstatt sofort zu sagen, aus diesem und jenem Grund passiert das nicht, kann es nicht passieren. Warum eigentlich? Warum sind wir nur in Bezug auf Rüstungsgüter immer so optimistisch, etwas ändern zu können? Und wenn es mal darum geht, etwas zu retten, dann sind wir pessimistisch und kleinmütig. So, und Sie sagen uns jetzt, wie die Katastrophe zu vermeiden ist. Die Katastrophe kann nur so vermieden werden, dass wir versuchen, nicht zu weit von den Bedingungen uns zu entfernen, in der die Erde seit Jahrmillionen besteht. Wir wissen nicht, wie sie sich verändert, wenn wir sie so stark verändert. Da gibt es alle möglichen Prognosen, aber die sind immer unsicher und es gibt auch keine bessere Prognose, wenn wir noch mehr Wissenschaftler heranziehen und das genauer sagen lassen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die Zukunft nicht prognostizierbar ist.
Aber wir wissen, wie die Vergangenheit war, welche Bedingungen da existiert haben und in der hat es eigentlich geklappt. Und wir müssen deshalb sehen, dass wir nicht zu viel das verändern, was auf der Erdoberfläche passiert. Und wir können zum Beispiel nicht einfach mit dem CO2, dem Kohlendioxid, können wir einfach nicht die Atmosphäre weiter belasten, weil wir wissen aus der Vergangenheit, dass wenn die Temperatur, sagen wir mal, um 2 oder 3 Grad steigt, dass wir in eine ungeheure Instabilität hereinkommen. Das macht der Natur überhaupt nichts aus, aber es ist unsere Lebensgrundlage und wir werden darunter leiden. Also müssen wir etwas tun, dieses Problem zu ändern. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. War die Klimakonferenz nun ein Erfolg oder ein Fiasko? Dazu der Kommentar von Jörg Howe vom Mitteldeutschen Rundfunk. Wenn man konsequente Maßstäbe anlegt, dann war die Berliner Klimakonferenz alles, nur kein Erfolg. Endlose Debatten, Nachtsitzungen und am Ende ein Kompromiss, der als Minimalkonsens gelten muss. Man will verschärfte Maßnahmen zur Abwendung der Klimakatastrophe aushandeln. Als wenn es nicht sowieso schon spät genug wäre, endlich die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen voranzutreiben. Jetzt dauert es wieder 2 Jahre bis 1997, bis man überhaupt einen Zeitplan aufstellt und neue Grenzwerte festlegt. Offensichtlich muss uns wirklich erst der Himmel auf den Kopf fallen, um mit Asterix und Obelix zu sprechen, bevor gehandelt wird. Wohlgemerkt, wenn 1997 etwas zur Reduzierung der Treibhausgase beschlossen werden sollte, dann dauert es günstigstenfalls bis zum Jahre 2005, bevor eine wirksame Reduzierung greift. Zu spät, sagen vor allem die kleinen Inselstaaten, denen das Wasser buchstäblich bis zum Halse steht. Egal, meinen offensichtlich die Vertreter der USA, die sich auf dieser Konferenz als Bremser erwiesen haben. Und was bleibt auf deutscher Seite von dieser Konferenz zurück? Eine Umweltministerin, die mit ihrer Beharrlichkeit als Vorsitzende der Konferenz wenigstens den Kompromiss am Ende möglich machte. Ein Bundeskanzler, der mit seiner Rede am Mittwoch frischen Wind in die schlaffe Veranstaltung gebracht hat. Und in Bonn wird das Ständige Sekretariat der Klimakonvention eingerichtet. Wir werden also aus der Nähe verfolgen können, wie es mit dem Klimaschutz weitergeht. Das war ein Kommentar von Jörg Howe vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und nun zu den Nachrichten. Dem NATO-Generalsekretär scheint es gar nicht gut zu gehen. Nachrichten wie immer aus Hamburg, heute mit Dagmar Berghoff. Das belgische Parlament hat die Immunität des NATO-Generalsekretärs Klaes aus seiner Zeit als Wirtschaftsminister aufgehoben. Er kann nun, wie auch 2 andere ehemalige Minister, von der Justiz zu der Schmiergeldaffäre aus dem Jahr 1988 vernommen werden. Es geht um Zahlungen des italienischen Rüstungskonzerns Agusta an die belgischen Sozialisten. Klaes hat stets seine Unschuld in dieser Sache beteuert. Dieser Vorort von Sarajevo wurde heute erneut von bosnischen Serben beschossen. Nach UN-Angaben schlug mindestens eine Rakete im Zentrum des Ortes ein. Eine Frau wurde getötet, mehrere Personen wurden verletzt, zahlreiche Gebäude zerstört. Bereits gestern hatten die Serben die Siedlung mit Artillerie beschossen und dabei 4 Menschen getötet. Nach Tiefflügen von NATO-Kampfflugzeugen hatten sie den Beschuss eingestellt. Am Flughafen Sarajevos verminten die Serben die wichtigste Straße ins Stadtzentrum. Bei den Kommunalwahlen in Schottland haben die britischen Konservativen eine schwere Schlappe erlitten. Sie haben in keinem Stadt- oder Kreisrat noch eine Mehrheit und fielen nach der Zahl der Mandate auf den 4. Platz zurück. Eindeutiger Sieger ist die Labour-Partei. Sie kam auf 47% der Stimmen. Für den Untergang des Fährschiffes Estonia macht eine internationale Untersuchungskommission vor allem Konstruktionsfehler verantwortlich. In einem Teilbericht heißt es, das Schiff habe zwar beim Bau den in den 70er Jahren geltenden Regeln entsprochen, die Hauptverriegelung der Bugklappe sei aber zu schwach gewesen. Dagegen kommen von der Papenburger Meyer-Werft beauftragte Gutachter zu dem Ergebnis, dass an dem Bugvisier Veränderungen vorgenommen wurden. Außerdem sei der Kapitän viel zu schnell gefahren. Bei dem Unglück waren über 900 Menschen ums Leben gekommen. Im Bremer Stadtteil Lesum sind 2 Angestellte dieser Volksbank-Filiale mit Kopfschüssen aus nächster Nähe getötet worden. Ein Kunde entdeckte die beiden Opfer beim Betreten der Bank. Der oder die Täter entkamen mit mehreren 10.000 Mark. Zeugen beobachteten vor Entdeckung der Leichen, wie eine Frau die Filiale verließ. Ob sie mit der Tat im Zusammenhang steht, ist ungeklärt.
Ein Brand im historischen Rathaus der brandenburgischen Stadt Elsterwerda hat nach vorläufigen Schätzungen einen Schaden von mehreren Millionen Mark angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache in der vergangenen Nacht vermutlich im 2. Obergeschoss des Gebäudes aus. 4 Menschen konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Große Teile des Rathauses wurden zerstört. Das Haus war erst im vergangenen Jahr restauriert worden. Aus Anlass des Weltgesundheitstages hat das Bundesgesundheitsministerium davor gewarnt, den Impfschutz zu vernachlässigen. Viele Erwachsene gingen damit allzu sorglos um. Fast die Hälfte von ihnen sei nicht ausreichend gegen Kinderlähmung, Wundstarkrampf oder Diphtherie geschützt. Gerade Diphtherie sei in Osteuropa wieder auf dem Vormarsch und könne leicht eingeschleppt werden. Zur 100-Jahr-Feier des Films ist im Berliner Martin-Gropius-Bau am Abend die Ausstellung Kino, Movie, Cinema eröffnet worden. Im Mittelpunkt stehen große Teile des erstmals veröffentlichten Nachlasses von Marlene Dietrich. Die Gegenstände dokumentieren den Weg der Künstlerin von Berlin nach Hollywood. Außerdem will die Schau bis zum 2. Juli einen Überblick über die Filmgeschichte von den Anfängen bis zu den großen Hollywood-Produktionen geben. Veranstalter ist die Stiftung Deutsche Kinemathek. Meistens macht es Sinn, ein paar Schritte zurückzutreten und Entwicklungen mit Abstand zu betrachten. Da sieht man nämlich mehr. Das wird im politischen Alltagsgeschäft häufig vergessen und dann wundert sich mancher, wenn scheinbar plötzlich ein Konflikt entsteht wegen einer Kleinigkeit. In Wirklichkeit hat sich da etwas seit langem aufgestaut. Das deutsch-russische Verhältnis, das verdient eine solche Betrachtungsweise. Denn da staut sich etwas auf. Die Stichworte sind Osterweiterung der NATO, Siegesfeier in Moskau zum 9. Mai, Weigerung der Russen, die geraubten Kunstschätze herauszurücken und vieles mehr. Thomas Roth und Jörg Hafgemeyer über die Risse im deutsch-russischen Verhältnis. Er ist ein barbarisches Abenteuer, bei dem die russische Armee gnadenlos schwere Waffen auch gegen die Zivilbevölkerung einsetzt, der Feldzug Boris Jelzins in Tschetschenien. Die Vernichtung der tschetschenischen Hauptstadt Grosny war Absicht. Die Zerstörungen sind kaum vorstellbar. Über die Zahl der Opfer hat die russische Propaganda lange gelogen. Vermutlich liegt sie bei weit über 20.000 Toten. Die deutsche Kritik am Tschetschenien-Feldzug war äußerst verhalten. Die russische Rechtfertigung klingt nach wie vor zynisch. Völkerrechtsverletzungen in Tschetschenien hat es gegeben, aber sie waren nötig. Das ist wie bei einer chirurgischen Operation, bei der man dem Patienten wehtun muss, um sein Leben zu retten. Und doch sind wir nach wie vor nicht der Meinung, dass sich das stark negativ auf die Beziehungen zu Deutschland ausgewirkt hat. Die deutschen Politiker müssen die öffentliche Meinung in ihrem Land berücksichtigen. Und das haben sie uns ohne Umschweife gesagt. Wir haben die russischen Partner und Freunde wissen lassen, dass sie mit diesem Problem jetzt schnell fertig werden müssen. Und dass sie Tschetschenien eine Autonomieregelung geben müssen, Menschenrechtsverletzungen vermeiden müssen und dass es zu einer friedlichen Lösung kommen muss, und zwar schnell. Das belastet unser Verhältnis zu Russland, es belastet vor allen Dingen die Innenpolitik Russlands. Die Geschichte wiederholt sich. Vor 150 Jahren sind die Tschetschenen unterworfen worden. Bis heute haben die Russen es nicht geschafft, sie zu loyalen Bürgern ihres Landes zu machen. Der Versuch, das Problem mit militärischen Mitteln zu lösen, wird scheitern. Und er lenkt ab von der notwendigen Aufgabe, sich mit den gewaltigen inneren Problemen Russlands zu befassen. Das zweite Problem, das die Beziehungen zu Russland belastet, ist die geplante Osterweiterung der NATO. Der russische Verteidigungsminister Gratschow droht inzwischen offen mit Gegenmaßnahmen, sollte es dazu kommen. Volker Rühe ist über die Haltung Gratschows entsetzt, denn der droht, Russland werde bestehende Abrüstungsverträge nicht einhalten. Das politische Klima zwischen Deutschen und Russen hat sich merklich verschlechtert. Erste Auswirkungen sind spürbar. Volker Rühe hat gemeinsame Truppenübungen verärgert, auf absehbare Zeit abgesagt und Gratschow wird nach seinem letzten Besuch in Deutschland Volker Rühe, sobald in Bonn, auch nicht wieder treffen. Es kracht im Gebälk der deutsch-russischen Architektur. Belastet der Konflikt die Beziehungen zwischen Bonn und Moskau? Das tut es bisher nicht. Wir müssen allerdings Russland deutlich und klar sagen, wir haben beschlossen, dass wir die mittel- und osteuropäischen Umbruchländer aufnehmen. Dabei wird es bleiben. Wir möchten gern, dass Russland das, was in Sachen Partnerschaft für den Frieden mit der NATO ausgehandelt hat, jetzt unterzeichnet. Und wir überlegen uns eine langfristige Partnerschaft der NATO
mit Russland im Rahmen einer Charta etwa, wie ich das vorgeschlagen habe, in der Konsultationsmechanismen, Abrüstungsmechanismen, Gewaltverzicht und so weiter geregelt werden könnte. Themen, die beide Seiten sehr interessieren. Мы хорошо знаем, что немецкие политики, в частности министр иностранных дел. Wir wissen sehr gut, dass deutsche Politiker, etwa Außenminister Klaus Kinkel, ganz offen sagen, dass die Entscheidung zur Osterweiterung der NATO gefallen ist und auch nicht revidiert wird. Russland ist nicht froh darüber, dass es mit der Erweiterung des Bündnisses nach Osten selbst ausgegrenzt wird. Das ist nun keine Frage, die sich nur an eine Männerfreundschaft richtet, sondern eine, die mit eindeutig politisch formulierten Interessen zu tun hat. Wie also könnten solche Beziehungen aussehen? Es muss sein, dass wir den Russen sagen, ja, wir sind eure Partner, wir wollen eure Partner sein, ja, wir wollen sogar eure Freunde sein. Aber wenn ihr nicht euch an die Regeln haltet, die unser Verständnis vom Zusammenleben der Völker bestimmen, dann sind wir auch in der Lage, euer Gegenpart zu sein. Partner und Gegenpart, das ist, glaube ich, was unser Verhältnis bestimmen muss. Für wen also rollen die Panzer? Für den Partner oder für den Gegenpart bei der Siegesparade am 9. Mai in Moskau? Die heftigen politischen Verkrampfungen vor den Feiern zeigen, dass die Beziehungen viel komplizierter geworden sind, als sie von beiden Seiten offiziell dargestellt werden. Hier am Kriegerdenkmal wird Boris Jelzin am 9. Mai die Panzer an sich vorbeiziehen lassen. Helmut Kohl ist zwar in Moskau, aber zu diesem Zeitpunkt bewusst am anderen Ende der Stadt auf einem deutschen Soldatenfriedhof. Und am Montag, da werden sich die EU-Außenminister in Luxemburg treffen, und zwar mit ihren östlichen Kollegen, also aus den, kann man so sagen, beitrittswilligen Ländern zur NATO. Das wird die Herren im Kreml auch nicht gerade beruhigen. Meine Damen und Herren, die Idee scheint schon bizarr, aber es lohnt sich gleichwohl, darüber nachzudenken. Da haben nämlich einige CDU-Abgeordnete vorgeschlagen, die Polizei müsse von bestimmten Aufgaben entlastet werden. Es gehe nicht länger an, dass sie mit Bagatellfällen überhäuft werde oder sozusagen kostenlos privaten Veranstaltern als Ordner dienen müsste. Kai Niklasch berichtet. Polizeialltag am Rande des Fußballspiels FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam. Vor dem trostlosen Gekicke der beiden Teams messen holländische und deutsche Hooligans ihre Kräfte. Die Polizeistatistik spricht am Ende von einigen Leichtverletzten und 39 Festnahmen. Der Einsatz der Staatsdiener kostet die Veranstalter wie immer nichts. Dies ist vielen ein Dorn im Auge. Der CDU-Politiker Johannes Gerster will die Gesetzeshüter in Zukunft von polizeifremden Aufgaben befreien. Unterstützt wird er von Vertretern der Polizei. Also wer An- und Verkauf von Menschen macht, im Prinzip wie ein Sklavenhändler auftritt, wer in der Lage war, Fußballrechte meistbietend ohne den Artikel 5, die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit zu respektieren, sich am Markt verhält, der kann nicht noch mit Steuermitteln subventioniert werden. 50 Millionen Mark kostet das jährlich den Steuerzahler. Das sind 500 Polizisten, die wir rund um die Uhr einsetzen können. Dies schenken wir heute dem bezahlten Fußball. Dies kann man nicht hinnehmen. Die Sparüberlegungen der öffentlichen Hand machen damit auch vor dem populären Fußball keinen Halt. Gerster will mit den frei werdenden Kräften die Polizeipräsenz vor Ort verbessern. Doch der Fußball will nicht zum Sparopfer werden. Nach Auskunft des DFB-Präsidiumsmitglieds Meier Vorfelder zahle die Bundesliga schließlich um die 300 Millionen Mark Steuern jährlich. Dafür erwarte man auch Gegenleistung. Die öffentliche Sicherheit ist von der Polizei zu garantieren gegenüber jedem Steuerzahler, deshalb auch gegenüber den Fußballvereinen. Ob die Fußball-Bundesliga in Zeiten, in denen über die Höhe von Sozialhilfe diskutiert wird, verschont bleibt, ist abzuwarten. Doch Vorsicht ist geboten. Private Sicherheitskräfte können die Einsätze der Polizei nicht ohne weiteres übernehmen. Denn die Polizei hat hoheitliche Aufgaben, wie zum Beispiel Festnahmen und Identitätsfeststellungen. Doch die Liste der Gerster-Vorschläge macht nicht beim Fußball Halt. Auch über Verkehrsunfälle der minder schweren Art hat der CDU-Politiker nachgedacht. Hier hat er eine weitere Finanzquelle für den Staat entdeckt. Es geht in Zukunft darum, ob wie in anderen Ländern die Polizei noch kostenlos auch Bagatellschäden im Straßenverkehr aufnimmt oder nicht. Es geht also immer darum, wenn nicht das öffentliche Interesse eine Rolle spielt, sondern ein privates Interesse, ein privater Vorteil, dass das gebührenpflichtig wird.
Dem Budget der Polizei und der privaten Sicherheitsdienste mag diese Entwicklung zugutekommen. Doch wo bleibt der Bürger? Bei einer Anhörung der SPD, bei der es um staatliche Aufgaben der Zukunft ging, wurden Risiken einer zunehmenden Privatisierung aufgezeigt. Wir haben heute schon mehr Beschäftigte in privaten Sicherheitsbetrieben, hätte ich beinahe gesagt, also im Sicherungsgewerbe, wie Polizisten im öffentlichen Dienst. Und ich bin der Auffassung, dass innere Sicherheit nicht vom Geldbeutel der jeweiligen Betroffenen abhängen darf. Und auch mit der Ausbildung der Polizei können die privaten Anbieter nicht konkurrieren. Es sei denn, sie würden dazu übergehen, Talente zu sichten, bevor sie sich dem Staat verschreiben. Seit heute, meine Damen und Herren, ist Kostbares und Geniales in Bonn zu besichtigen. Und das ist ja wahrlich nicht immer so. Seit heute nämlich zeigt das Russische Museum aus St. Petersburg 500 Objekte aus einem halben Jahrtausend, von Ikonen über Jugendstil, russische Avantgarde bis zur Sowjetkunst. Das Russische Museum hat einen witzigen Chef. Wladimir Gussew sagte zur Eröffnung: Wir sind ein glückliches Museum, denn wir haben keine Beutekunst. Johanna Holzauer über eine ganz besondere Ausstellung. Viele Meisterwerke des Russischen Museums in St. Petersburg, die jetzt in Bonn präsentiert werden, waren in der Sowjetzeit verboten. Kunst von den Anfängen der russischen Kultur bis zur heutigen Zeit. Jeder Raum, wie hier der weltberühmte prachtvolle Weiße Saal im Michailpalast, entspricht den Hallen in St. Petersburg. Jahrzehntelang lagerte die sakrale Kunst, wie die Ikone des heiligen Georg aus dem 16. Jahrhundert oder die Gottesmutter von Wladimir, in den Archiven des Museums, von der offiziellen Ideologie geächtet. Die Bewegung der Wandermaler, zu der Ilja Repin mit seinem Gemälde Wolga-Treidler zählte, schilderte um die Jahrhundertwende das soziale und politische Elend im Land. Nikolai Gei, Zar Peter I. verhört seinen Sohn Alexei. Der Zarewitsch hatte an einer Verschwörung gegen seinen Vater teilgenommen. Aus den Kellern des Museums in der Perestroika-Zeit wieder aufgetaucht, die Avantgarde der Moderne, Werke des einst geschmähten Wassili Kandinsky und Werke von Kasimir Malewitsch. Aber auch der sozialistische Realismus schuf Kunst, wie die Ausstellung belegt. Kusma Petrov und sein Bild Fantasie von 1925, von dem der Künstler sagte, es zeige einen poetischen Traum von der grenzenlosen Welterkenntnis. Der Tod des Kommissars 1928. Arbeiter, Bauern, Soldaten, sie waren fortan die Helden der Sowjetkunst. Ein Besuch lohnt sich. Diese Schätze, da kann man beruhigt sein, werden natürlich nicht von Germanen erbeutet werden oder als Geisel behalten. Das Wetter, meine Damen und Herren, ist niemandes Besitz und kennt keine Grenzen. Ein Tief zieht von Südschweden weiter nach Osten. Sein Schlechtwettergebiet bekamen heute besonders der Norden und der Osten Deutschlands zu spüren. Über der Nordsee zeigt der Satellit Schauerwolken. Mit einer kräftigen Nordwestströmung ziehen sie nach Mitteleuropa. Besser die Aussichten für Großbritannien und Irland. Unter dem Einfluss eines Hochs bleibt es trocken. Einen blauen Himmel bieten Portugal, Spanien, Südfrankreich und Italien. Ein Tief vor Libyens Küste trübt das Wetter in der Ägäis. Weiter im Osten aber wieder Sonne. Die Prognose für Deutschland. Heute Nacht dichte Bewölkung in der Mitte und im Süden. Am Morgen lockert die Decke auf. Später sind dann die Schauerwolken von der Nordsee da. Das heißt Aprilwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Besonders im Osten, aber auch auf der Nordseite der Gebirge Schauer, die sich teilweise bis in die Niederungen mit Schnee und Graupel vermischen. Kühl die Temperaturen, sie sinken in der Nacht auf 5 bis 0 Grad, westlich des Rheins bis auf frostige -2. Am Tage 5 bis 10 Grad, in Südbaden etwas höher. Der Wind kommt von Nordwesten und ist mäßig bis frisch, im Norden in Böen auch stark bis stürmisch. Die weiteren Aussichten, es bleibt kühl und wechselhaft, am Sonntag besonders im Osten